Hallo und herzlich willkommen. Das Einkochen im Kochtopf ist eine unheimlich einfache Methode, um Dinge haltbar zu machen. Und dafür braucht man keinen Einkochautomaten. Wie das geht und worauf man achten muss, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Das Schöne am Einkochen im Kochtopf ist, dass es jeder machen kann, denn Kochtöpfe hat normalerweise jeder zu Hause. Hier sind die Vorteile. Man kann zum Beispiel in kleinen Mengen einkochen. Man kann einfach einen kleinen Topf nehmen und damit einkochen. Man kann mit den Größen an Töpfen, die man hat, eigentlich jede Größe direkt an die Gläser anpassen, was natürlich total nachhaltig ist, weil es energieeffizienter ist. Man kann zum Beispiel mit einem kleinen Topf auch nur mal 2 Gläser nachpasteurisieren oder sogar richtig einkochen. Was man für das Einkochen im Kochtopf braucht, ist denkbar wenig, denn man braucht eigentlich nur Dinge, die man zu Hause hat, nämlich Töpfe und Deckel. Verschiedene Größen sind super, um sie anzupassen an das, was man einkochen möchte. Eine weitere Sache, die ich dringend empfehle, die man zu Hause haben sollte, ist ein gutes Einkochbuch für die Einkochzeiten. Hat man sowas nicht, kann man sich natürlich auch im Internet behelfen. Wenn wir jetzt darüber gehen, wie man das macht, ist vorausgesetzt, dass wir bereits Gläser befüllt haben, die Ränder schön sauber haben und sie verschlossen haben. Und dann legen wir jetzt los, wie man die im Topf einkocht. Wir nehmen einen Topf, der zu der Menge und Größe der Gläser passt, die wir gerade einkochen wollen. Dann legen wir in diesen Topf auf den Boden entweder ein Geschirrtuch oder ein Gitter. Das ist tatsächlich ganz interessant, denn für manche Töpfe, das sind ja immer so Standarddurchmesser, gibt es Gitter, die man dafür benutzen kann. Die tun wir dann unten rein, und zwar deshalb, damit die Gläser geschützt sind von zu schneller Hitze, die von unten kommt, und sie klappern weniger. Wir stellen die Gläser in den Topf. Sie sollten nicht zu eng stehen, es macht aber auch nichts aus, wenn sie sich berühren. Das ist immer eine Frage, die immer mal wieder kommt, weil in einigen Büchern sagt es wirklich, sie sollen sich nicht berühren. Wir haben eigentlich kein Problem damit, wenn sie sich berühren, weil das tut eigentlich nichts. Hat man Deckel, die abspringen können, wie zum Beispiel bei Weggläsern und die Klammern sind nicht ganz fest, ja, dann könnte das ein Problem sein, aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Wir füllen den Topf mit Wasser bis ungefähr zum 3/4 der Höhe des Glases. Da kommt gleich die Frage, kann man denn Gläser auch übereinander stellen? Wenn der Topf das zulässt und der Deckel noch drauf geht, ja, könnt ihr machen. Dann wäre es so, wir hätten unser Glas und dann füllen wir das Wasser bis etwas unter dem Deckel vom obersten Glas. Und hier kommt jetzt ein kleines Extra, was häufig übersehen wird, weil es lange als nicht korrekt angesehen wurde, wobei sich inzwischen wissenschaftlich herausgestellt hat, dass es völlig in Ordnung ist. Man kann auch mit Dampf einkochen. Dann würde man tatsächlich das Wasser nur meinetwegen so 5 bis 10 cm hochfüllen und den Rest einfach freilassen, weil der Dampf hat genau die gleiche Temperatur wie das Wasser und erfüllt genauso alle Erfordernisse, die wir brauchen, um Gläser einzukochen. Da würde ich gerne noch eine kleine Sache am Rande erwähnen. Manche Leute tun ein bisschen Essig ins Wasser rein, damit kalkhaltiges Wasser keinen Film auf dem Glas hinterlässt. Das kann man machen und meistens funktioniert das wirklich gut. Das Einzige ist, dass manche Deckel können das nicht ab. Und dann kann es sein, dass es plötzlich Flecken auf den Deckeln gibt. Bei manchen schwarzen Deckeln ist das der Fall, auch bei manchen kupferfarbenen Deckeln ist das der Fall. Da kann man nichts gegen machen. Das würde ich ausprobieren. Wenn ihr merkt, dass es euren Deckel nicht gut tut, macht es halt nicht. Alternativ kann man die Gläser hinterher einfach mit einem etwas säurehaltigen Lappen abwischen. Das geht auch. Dann verschließen wir den Topf. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen den Dampf ja im Topf erhalten. Hier ein Rat, wenn ihr das häufiger und öfter machen wollt, lohnen sich Glasdeckel, solltet ihr keine haben. Denn Glasdeckel sind super, damit man sehen kann, wie die Temperatur im Topf ist. Da ist dann die Frage, was ist denn mit den Löchern im Deckel? Die sind meistens tatsächlich so konzipiert, dass die Hitze im Topf bleibt und trotzdem ein leichter Dampf rauskommt, damit der Deckel nicht klappert. Das ist kein Problem. Wir verschließen also den Topf und erhitzen dann das Wasser graduell, bis es anfängt zu simmern.
Wenn man einen Induktions- oder Gasherd hat, würde ich nicht empfehlen, einmal ordentlich Dampf drauf zu geben, wenn das Wasser kalt ist. Denn es ist trotzdem so, dass die Hitze, die von unten kommt, dann etwas sehr stark ist. Und das kann halt sein, dass dann das Glas da nicht gut drauf reagiert, besonders wenn der Inhalt kalt ist. Da würde ich ein bisschen mit aufpassen. Also man sollte langsam und graduell erhitzen, bis das Wasser simmert. Die Einkochzeit beginnt genau wie im Einkochtopf, wenn das Wasser anfängt zu simmern. Hier kommen immer leichte Missverständnisse, denn wenn man im Backofen einkocht, dann beginnt die Einkochzeit, wenn im Glas Perlen aufsteigen. Das ist beim Einkochen mit Wasser und Dampf nicht so. Und das ganze Weckbuch ist darauf ausgelegt, dass die Einkochzeit startet, wenn das Wasser anfängt zu kochen. Da kann man natürlich sagen, ja, aber wenn der Inhalt jetzt kalt ist, dauert es doch länger. Die Einkochzeiten sind extra so berechnet, dass sie diese kleinen Unwegsamkeiten ausgleichen. Beginnt die Einkochzeit, stellen wir uns irgendeinen Wecker, sodass wir wissen, wann die Einkochzeit vorbei ist. Jetzt gilt es allerdings, die Temperatur konstant zu halten. Ein leises Simmern ist genau das, was wir wollen. Damit kommen wir ungefähr auf 100 Grad und das ist in Ordnung. Die meisten Herde heutzutage haben eine Funktion, dass sie die Temperatur halten können. Haben wir einen Gasherd, wenn man damit gut umgehen kann, kann man die Temperatur auch ganz gut halten. Bei alten Herden, besonders Elektroherden, ist es manchmal so, dass man dann wieder aufkochen muss, wieder runtergehen muss. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man gucken, wie man damit umgehen will. Kocht man häufiger ein und hat einen alten Herd, wo es nicht geht, sollte man sich überlegen, dass wenn es beim Discounter der Wahl mal eine Induktionsplatte gibt, die man so eine tragbare, dass man dann einfach zuschlägt und sich sowas anschafft, weil in Verbindung mit einem Topf und so einer Platte hat man dann einen Einkochtopf ersetzt. Und das ist doch auch schon ganz gut, oder? Sollte man bei der Einkochzeit irgendwann mal feststellen, dass die Temperatur doch runtergegangen ist und man es irgendwie nicht bemerkt hat, dann würde ich tatsächlich nochmal Zeit auf die Einkochzeit draufrechnen, um sicher zu gehen, dass man auch sicher ist. Nach der Einkochzeit nimmt man den Topf von der Platte und lässt ihn erstmal für 1-2 Minuten stehen, damit sich alles so ein bisschen beruhigt. Die Gläser ein bisschen runterkommen, die Temperatur ein bisschen runterkommt und dann nimmt man die Gläser aus dem Topf. Da hilft wirklich ein Glasheber ganz gut, weil die Gläser sind echt heiß und stellt sie dann auf ein Tuch. Bitte nicht auf eine kalte Platte, denn das ist kontraproduktiv. Die kann so kalt sein, dass dann wieder das Glas platzt. Also auf irgendwas abstellen, was Holz geht, Bretter gehen, jegliche Topfablage geht. Und da stellt man die Gläser drauf. Nach einem Einkochen dieser Art stellt man die Gläser natürlich nicht mehr auf den Kopf, denn der Kopfraum, dieser Teil hier, ist durch das Einkochen so gut erhitzt, dass wir das nicht brauchen. Wir lassen die Gläser abkühlen. Hier ist auch wieder die Frage, ja, das darf doch keinen Zug geben und solche Sachen. Wir haben das Problem nicht mehr, dass die Gläser platzen, wenn eine Zugluft kommt, weil früher, wie gesagt, die Glaswandung nicht ganz stabil war. Damit haben wir heute kein Problem mehr. Wir können sie also einfach draußen stehen lassen. Manche Leute tun sie tatsächlich auch auf die Terrasse oder auf den Balkon. Normalerweise passiert dabei nichts. Und dann kühlen sie einfach ab. Und dann, wenn das Vakuum intakt ist, sind die Gläser fertig eingekocht. Man kann für das Einkochen im Topf jeden Topf nehmen, den man möchte. Was man noch machen kann, wenn man das häufig so macht, ist eine kleine Anschaffung, die meistens zwischen 40 und 50 Euro kostet. Und zwar ist das ein Topfaufsatz mit einem Thermometer. Den gibt es von Teskoma. Der passt auf Töpfe mit 24 cm Durchmesser. Da ist ein Ring dabei, der den Rand des Topfes erhöht. So kann man in so einen Topf ein paar mehr Gläser reinstellen. Und dann ist natürlich ganz schlau daran, dass wir das Thermometer direkt im Topf haben, denn da sieht man, ob die Temperatur konstant gehalten wird. Bei diesem System wird meistens mit Dampf gearbeitet, das heißt, wir füllen das Wasser nicht bis oben hin. Und es gibt dazu dann auch noch eine Topfeinlage unten. Die hat übrigens gummierte Füße, das heißt, die bitte nicht in einem Topf benutzen, der kein Wasser drin hat, denn sonst schmilzen diese kleinen Füßchen. Die sind aber tatsächlich so gummiert, wie sie sind, wirklich sinnvoll, denn so klappert einfach nichts. Dieser Einkochaufsatz für Töpfe ist allgemein verfügbar, aber den gibt es natürlich auch in unserem Shop www.gläserundflaschen.de. Den Link findet ihr unter dem Video. Zur Veröffentlichung dieses Videos bekommt ihr auf diesen Aufsatz
10% in unserem Shop mit dem Code STEFFITOPF525. Was am Einkochen im Topf wirklich gut ist, ist, dass wir auch mal kleinere Mengen machen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich nur mal 2 Gläser nachpasteurisieren wollen. Das ist übrigens, da mal ein Tipp, nehmen wir mal an, wir machen 6 Marmeladen und 2 davon sind nicht wirklich zu. Jetzt sehen wir, das Vakuum ist nicht intakt, machen das auf, säubern den Rand nochmal, machen es wieder zu oder nehmen einen neuen Deckel. Dann kann man diese 2 Gläser einfach in einen kleinen Topf tun, nochmal nachpasteurisieren. Das heißt also im Topf einfach für meinetwegen 10, 15 Minuten einkochen, bis dann alles richtig heiß ist. Und dann zieht sich das Vakuum rein und wir sind sicher. Man kann auch größere Töpfe nehmen und da einfach mal 12 Gläser einkochen. Das ist auch für diese großen Einkochtöpfe viel, viel zu wenig. Da wir das Einkochen an die Menge, die wir einkochen wollen, anpassen können, ist es natürlich auch, was die Nachhaltigkeit betrifft, wirklich ganz gut. Ich hoffe, das gibt euch einen guten Überblick darüber, wie man im Topf einkocht. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, schreibt mir das gerne unter das Video. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.